Ich nenne dieses Immunsystem den gesunden Menschenverstand. Er wurde von den Menschen schon lange ebenso zentimeterweise gegen vermeintliche, uns vorgegaukelte Sicherheit verraten. Zentimeterweise, das klingt zuerst harmlos, doch wer genau hinsieht, erkennt, wir sind längst im Meterbereich angekommen. Bereits vor fast 10 Jahren brachte ich in meinen Vorträgen Beispiele aus der deutlich zu erkennenden Vorbereitung und Bedrohung für dieses Schwinden der Freiheit, untermauert aus eigenen Erkenntnissen und zunehmenden Erlebnissen. Ein junger Mann heiratet im August 25. Freunde, Familie, Kollegen feiern mit ihm. Sie schenken ihm auch Geld. In bar rund 15.000 € kommen zusammen. Ein Stück gelebter Gemeinschaft, Ausdruck von Nähe, Vertrauen, Freude. Nach der Feier bringt der Bräutigam das Geld zu seiner Hausbank, der Deutschen Bank. Routine sollte man meinen. Die beiden fliegen in die Flitterwochen nach Asien. Erst ein Anruf der Bank, dann eine E-Mail, dann noch eine. Schließlich die Drohung, wenn er nicht antworte, wird er das Konto gesperrt. Was ist passiert? Er hat das Geld eingezahlt, berichtet er. Während der Reise wurde er aufgefordert, schriftlich zu erklären, woher es stammt. Er musste alles darlegen: Zahl der Gäste, Ort der Hochzeit, die Urkunde, Belege, sogar Schätzwerte der einzelnen Geschenke. Sie misstrauten ihm sogar beim Nachrechnen der Durchschnittsbeträge. Es gilt die Beweisumkehr. Es tritt mit dem ursprünglich bekannten Begriff des Verdachts bereits das Urteil in Kraft. Schuldig. Es ist ein weiteres Lehrstück über den Zustand einer Gesellschaft, die sich an Kontrolle gewöhnt hat, sie kaum mehr spürt, sich schon gar nicht mehr dagegen wehrt. Aus Angst, es könnte noch schlimmer kommen. Und das tut es. Die Geldwäschebekämpfung dient längst als universelle Begründungsmaschine für ein Klima des Generalverdachts. Jeder Bürger potenziell verdächtigt, jedes Bargeld potenziell kriminell. Das Dramatische daran, es ist schon lange kein Einzelfall mehr. Wer heute Bargeld einzahlt, muss beweisen, dass er kein Verbrecher ist. Doch Vertrauen ist keine Einbahnstraße. Wenn Bürger Banken nur noch als Ermittlungsbehörden empfinden, stirbt Vertrauen und mit ihm ein Stück Freiheit. Karl Hermann Flach irrte nicht, Freiheit stirbt zentimeterweise. Und manchmal einen ganz gewöhnlichen Bankschalter meterweise in bar. Bei uns steht die Freiheit im Mittelpunkt und du bist herzlich eingeladen, ein Teil unserer Gemeinschaft zu werden. Geh mit uns gemeinsam den guten Weg.